Ein neuer Morgen, die Sonne scheint, die Motorräder sind gepackt. Hier sind verrückte Pflanzen, verrückte Vögel unterwegs. Trotzdem war die Nacht nicht so gut. Ja, wir haben ja noch immer keine Isomatten, dementsprechend unbequem und kurz wurde die Nacht. Es sind ja überall Steine auf dem Boden, die haben uns halt überall reingedrückt, in die Hüften, in die Rücken. Nicht so geil. Ja, wenigstens mit gutem Wetter aufgeweckt worden an einem schönen Platz. Das macht alles ein bisschen besser. Ja, das ist schön. Jetzt wollen wir heute den Roller zurückbringen, das heißt wir fahren nach Bangkok. Dann ist die Rollerreise offiziell vorbei. Waschen müssen wir das gute Teil noch, sind noch 200 Kilometer, also wird nochmal ein langer Fahrtag für uns in dieser Hitze. Ja, also 200 Kilometer mit dem Roller, also kann man bestimmt mit 5 Stunden rechnen. Reine Fahrzeit. Sagen wir mal Tschüss zu diesem wunderschönen Fluss, ey, mit dieser völlig verrückten Farbe. So wunderschön hier, ist echt unglaublich. Ja, hier kann man richtig schön zur Ruhe kommen, ist echt schön. Jetzt ist auch noch nicht der ganze Sand aufgewirbelt, ist wunderschön klar, das Wasser ist echt sehr nice. Die Farbe ist so verrückt. Ich bin der Meinung, dass das ein Kalkfluss ist, dass hier ganz viel Kalkgestein ist und dieses Pulver, dieses Sediment, was man hier am Rand immer sieht auf dem Boden, dass es einfach Kalkstaub ist. Und auch bei dem Wasserfall, man sieht es richtig, wie weiß das ist, dass es einfach Kalkstein ist. Also diese Wasserfälle, dass es einfach Kalk ist, was sich über die Zeit aufgebaut hat. Aber es ist halt echt unglaublich schön hier. Ach nee, das ist menschlich gemacht. Okay, dann. Aber ich glaube, dass sich da schon eine Kalkschicht drüber legt. Aber es ist einfach so unglaublich schön hier. Oh Mann, ey, was für ein schöner Ort. Das Wasser hat auch so eine geile Temperatur. Oh Mann, ey, am liebsten würden wir jetzt noch mal einen ganzen Tag hier einfach nur am Fluss sitzen und entspannen. Aber es geht zurück auf die Straße. Da ist auch ein Baum mit vielen verrückten Früchten. Echt große, komische Früchte. Wir wissen nicht genau, was es ist, aber es sieht echt verrückt aus. Also das sind auch so viele halt an dem Baum. Ist schon krass, die Natur hier. Richtiger Dschungel, ey. Was hier abgeht, ey, diese Früchte. Und so beginnt nun das letzte Stück unserer gemeinsamen Reise. Heute Abend müssen wir Bangkok erreichen und auch den Roller zurückgeben. Ein letztes Mal geht es gemeinsam über die Straßen von Thailand, vorbei an Natur, Bergen und kleinen Dörfern. Nicht mehr lange, dann werden wir Bangkok erreichen. Diese Ruhe um uns herum eintauschen in die Hektik und den Puls einer riesigen, weltbekannten Stadt. Ein seltsames Gefühl, denn gerade erst haben wir uns wiedergefunden. Gerade erst haben wir auch angefangen, gemeinsam zu reisen. Und schon nähert sich auch dieses Kapitel seinem Ende. Doch noch liegen einige Kilometer vor uns. Und so geht es weiter Richtung Ziel und Richtung Ende unserer kurzen gemeinsamen Fahrt. Danach wird es wieder getrennt weitergehen. Alleine mit der Honda und alleine im Bus. Öl auf der Straße. Ja, krass. Öl auf der Straße. Ja, krass.
sind jetzt hier in Bangkok. Wir sind jetzt einmal im Ring um die ganze Stadt gefahren. Sind jetzt hier am Flughafen, am Außengebiet, wo morgen dann meine Papiere ankommen. Das war echt eine Fahrt, das war schweißtreibend, ey. Also so durchgeschwitzt, komplett durchgeschwitzt der Verkehr. Ich bin froh, dass die Honda es geschafft hat von der Temperatur. Marc fährt gleich weiter den Roller wegbringen und dann ist die Rollertour jetzt endgültig vorbei. Ciao, ciao, Roller. Das ist unser Hotel. Wir haben jetzt einen neuen Tag begonnen. Es ist ein neuer Morgen. Heute geht es für uns nach Pattaya. Ja, der Elias darf Motorrad fahren. Ich habe ja keinen Roller mehr. Ich darf wieder anders dorthin kommen. Ja, die Nacht hier war nicht so geil. Schlecht mit mir unterwegs. Es ist sehr laut. Aber nein, jetzt ist ein neuer Tag. Ja, echt ein schlimmes Zimmer mit. Aber jetzt geht das letzte Stück nach Pattaya los. Ein Ort, wo wir eigentlich nie dachten hinzufahren. Nach Pattaya. Ja, jetzt werden wir heute dort sein. Ja, jetzt haben wir halt echt dahin. Oh Mann. Und so geht es für uns wieder getrennt weiter. Es geht nach Pattaya, ein Ort, der nie auf unserem Plan stand. Und doch ist er jetzt unser lang ersehntes Ziel. Die Stadt liegt nicht weit entfernt von Bangkok. Dort sind wir eingeladen an ein schönes Hotel und für ein paar Tage Pause. Und vor allem warten dort meine Papiere aus Deutschland auf mich. Die Unterlagen, die ich für die Verschiffung der Honda brauche. Ein wichtiger Stopp. Nicht nur wegen den Dokumenten, sondern auch, weil wir uns Gedanken machen müssen, wie es für uns weitergeht. Nach dem Ende der Suzuki stehen wir plötzlich vor einer ganz neuen Situation. Nur noch ein Motorrad und die Frage, wie unsere Reise von hier an aussehen wird, wie wir wieder zusammen reisen können und wie wir ein Ersatzmotorrad bekommen. So, wir zwei haben es geschafft. Wir sind in Pattaya angekommen. War ein ganz schön langer Weg, besonders in der Stadt. Mir ganz schön im Stau. Aber ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht von Pattaya, weil wenn man an diese Stadt denkt oder wenn man den Namen hört, dann denkt man immer an nicht so gute Sachen, die man so von Berichten oder irgendwelchen Sachen kennt. Man denkt auch an nicht so gute Menschen. Also man hat so ein typisches Bild im Kopf von den Touristen, die hier rumlaufen. Aber ist das gar nicht gewesen auf dem Weg. Ich war echt überrascht. Es sieht ziemlich schön aus. Es waren viele Familien unterwegs. Ich bin auch einmal durchgefahren, mal schauen, wie das dann später noch wird. Ich habe mir Pattaya auf jeden Fall irgendwie anders vorgestellt. Nichtsdestotrotz sind angekommen, Marc ist noch in Bangkok. Ich packe jetzt meinen Schmarrn ab und bringe ihn hoch ins Zimmer. Bin mal gespannt, wie schön das aussieht. Und jetzt beginnt dann wirklich eine Woche Urlaub für uns. Eine Woche dürfen wir in dem schicken Hotel hier sein. Es wird schön. Wir müssen auch viel essen. So, willkommen in unserem Hotelzimmer. Es ist ein richtig schickes Zimmer, also wirklich unglaublich, dass wir jetzt nach so vielen Absteigen mal wieder ein richtiges Bett haben und keine mückenverseuchte Bude und irgendwelche komischen Geräusche. Da ist der Ausblick auf Pattaya, die Stadt, in der ich nie sein wollte, aber jetzt irgendwie doch froh bin, drüber hier zu sein. Es ist, ja, typisch touristisch, aber irgendwie halt richtig leer. Es ist mittags und ja, mal schauen, wie die Zeit dann hier wird. Ich bin mal gespannt. Wir wurden in dieses Hotel eingeladen von Queen Battery. Die ist ja gerade auch in der Gegend unterwegs. Da sind wir eine Pause kriegen, was essen können. Und ja, dann wieder ein bisschen mehr Energie weitermachen können. Mal wieder eine richtig tolle Chance. Genauso wie in China damals. Ist echt ein Hammerzimmer, es freut uns richtig. Wir haben jetzt die letzten Nächte auch gar nicht mehr geschlafen. Das Hotel von heute Nacht war so schlimm. Das war so schlimm. Da waren so viele Stechviecher in der Luft und auch im Bett, glaube ich, weil da wurde es die ganze Zeit gestochen, die ganze Zeit irgendwas gebrannt, und auch die Geräusche um einen herum. Ja, und dann erkunden wir doch mal Pattaya. In den nächsten 6 Tagen, solange sind wir jetzt hier in dem Hotel, machen wir jetzt einfach mal Urlaub und ja, bereiten uns auf den nächsten Abschnitt vor, weil danach wird es dann richtig stressig. Da muss ich mit der Honda irgendwie nach Malaysia kommen und die verschiffen. Dann müssen wir irgendwie ein anderes Motorrad für Marc organisieren in Deutschland, das zulassen, TÜV machen. Und auch nach Lateinamerika schiffen. Also die nächsten 3 Monate dann werden es nochmal richtig in sich haben, zumal die Zeit hier in Asien jetzt auch nicht die beste, die einfachste Zeit war. Aber jetzt machen wir erstmal Urlaub in Pattaya. Wir sind jetzt hier am Strand von Pattaya. Wer hätte es gedacht, dass wir jemals hier sitzen, sogar echt einen schönen Ausblick haben. Ja, richtig schön. Jetzt haben wir uns hier noch gute Pizza bestellt. Können dabei den Sonnenuntergang genießen. Richtig schön, richtig geil. Kommt schon
ja, auf jeden Fall Urlaubsfeeling auch rüber. Ja, zum ersten Mal seit so langem. Das ist echt schön. Als normale Menschen ohne Motorradstiefel und Motorradhose und Dreck überall zu sitzen und ja, einfach Strand, Ruhe, ist schon cool, ja. Naja, jetzt essen wir erst unsere Pizza. So, die Pizza ist da, sieht richtig lecker aus. Der Bus ist vom Sonnenuntergang. Jetzt nicht mehr, jetzt ist die Sonne auch schon fast untergegangen. Ja, Pizza schmeckt auch richtig gut, sehr nice. So, wir melden uns wieder zurück, denn wir haben es jetzt geschafft, 5 Tage erfolgreich am Pool zu liegen und nichts zu machen, außer faul zu sein und zu essen. Wir hatten jetzt eine richtig schöne Zeit, aber heute ist unser letzter Tag in Pattaya, unser letzter Tag Urlaub. Und dass wir nicht nur voll rumliegen, machen wir heute auch mal irgendwas. Deswegen haben wir diese tollen Helme an. Wir sind hier unterwegs in einer Gruppe. Ja, das erste Mal wirklich mit so einer richtigen Touristengruppe, so eine richtige Touristen-Experience heute. Ja. Sehr interessant. Das ist auch alles ein bisschen Show. Wir müssen all die Helme tragen, weil es ja so gefährlich ist. Ja. Wir schauen uns einen Tempel an, da ist die Miniaturform dieses Tempels. Und das ist, der heißt Sanctuary of Truth. So soll der heißen. Wir müssen jetzt eine einstündige Tour machen, danach dürfen wir uns aber selber frei bewegen. Das heißt, wir schauen uns mal diesen Tempel an da vorne. Man sieht den echten Tempel auch schon rausschauen und dann schauen wir uns einfach mal an. Wie gesagt, unser letzter Tag hier. Wir haben jetzt den Urlaub schön verbracht und dann geht es morgen wieder zurück auf die Straße. Da ist der Tempel, riesengroß und komplett aus Holz mit unglaublich vielen Details und Verzierungen. Wir werden uns gleich alles anschauen. Wir gehen jetzt auch gleich rein in unserer Gruppe. Wir haben jetzt 2 Minuten Zeit bekommen, um Fotos zu machen. Ihr seht, die Leute sind beschäftigt. Ja, und jetzt geht es gleich mit unserer Gruppe und mit unseren tollen Hüten in den Tempel hinein. Und dann hoffentlich werden wir auch was über die Geschichte erfahren. Aber es ist schon echt faszinierend. So ein großer Tempel, absolut aus Holz, mit so vielen Verzierungen, ist schon echt unglaublich. Vor uns sehen wir den königlichen Balkon. Das war wirklich der Balkon des Königs. Da ist dann das Meer und der Eingang zu dem ganzen Palast mit unglaublich schönen Dekorationen. Auch wieder diesen riesigen Gesichtern, Elefanten, diesen verschiedenen Stockwerken, die alle ganz eigen dekoriert sind. Das ist schon echt ein Tempel, den wir so noch nicht gesehen haben, also mit so einer Detailkunst. Ja, wir gehen jetzt Richtung Eingang. Wir verlegen gerade auch unsere Gruppe, mit der wir zusammen sein müssen. Wir sind schon gespannt, wie es dann drinnen aussieht, wenn es draußen schon so spektakulär aussieht. Aber es ist echt unglaublich. Einfach aus Holz so viel zusammen gemacht. Das ist was wirklich völlig Eigenes. Wir ziehen jetzt unsere Helme an. Marc, bitte, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja. Und gehen jetzt in den Tempel hinein. Ja, mal schauen, wie das da drin aussieht. Der Tempel soll auf jeden Fall das Leben widerspiegeln mit seinen Etagen und auch Materialismus. Das hat eine sehr interessante Geschichte. Ist schon wunderschön dekoriert und ja, jetzt gucken wir mal, was uns da drin gleich erwartet. So, wir stehen jetzt im Tempel und haben hier einen ultra interessanten Raum entdeckt, denn hier dieser ganze Raum ist voller Menschen, einmal rumherum, ist echt unglaublich, also wirklich, es ist alles voll und wunderschöne Details, es ist echt unheimlich interessant, wirklich alles voller Menschen. Wenn wir jetzt nur noch aufpassen würden, was sie sagt, dann würden wir auch noch wissen, warum. Ja. So, da ist der Mittelpunkt des Tempels, wir sind jetzt da beim Altar und wirklich das Center. Hier werden so viele Fotos und Videos auf einen Schlag gemacht, dass man es wirklich nicht schafft. Brutal hier. Ja, wir sind ein Teil davon. Aber egal. Ich schaue auch gerade die Flügel an, denn jeder Flügel steht wieder für ein eigenes Element und ist ganz eigen dekoriert wieder. Es ist ja, eine unglaubliche Arbeit, eine unglaubliche Kunst. Wir müssen herausfinden, wie alt diese ganze Geschichte hier ist. Ja, mal schauen, keine Ahnung. Ja, wir sind leider nicht so bei der Tour dabei, aber es ist echt beeindruckend. Also auch wenn man es nicht versteht, es ist schon wirklich diese Kunst hier. Was unglaublich interessant ist, diese ganzen Säulen wie diese, das ist die Society of Intolerance and Non-Forgiveness. Also die ganzen Säulen, die ihr um uns herum seht, die alle um diesen Altar, die spiegeln eine Gesellschaft wider und immer das Positive und das Negative. Denn auf der einen Seite hat man die Society of Intolerance, also der Intoleranz und des Nichtvergebens, und hier hat man die Gesellschaft des Entschuldigen und des Vergebens. Und diese Bilder in den Säulen, die zeigen genau das. Die zeigen Intoleranz, aber halt auch auf der anderen Seite das Vergeben. Es ist eine unglaubliche Geschichte, es sind unglaublich viele Details hier in den Säulen, die man selber findet, die halt genau zu dieser Society passt, weil hier ist nicht full of apology und full of blame. Es sind immer 2 Gegensätze gegeneinander, aber es ist echt sehr spannend, das zu sehen. Es sind wirklich ganz eigene Geschichten hier drin, man kann wirklich viel entdecken und es ist eine sehr interessante
Art, weil immer etwas Negatives und etwas Positives dargestellt wird, hier um diesen Altar herum. Ja, jetzt werfen wir noch mal einen letzten Blick auf den Tempel der Wahrheit. Nochmal ein sehr schönes Bild mit dem Grün, mit dem Meer, den Inseln. Ja, war eine sehr lange Tour, hat über eine Stunde gedauert und für uns geht es jetzt zurück ins Hotel. Noch einmal in den Pool legen, da müssen wir planen, wie wir das jetzt morgen machen. Es sind noch 1000 irgendwas Kilometer nach Malaysia, aber machen wir mal einen Plan. Auf jeden Fall nochmal Pool liegen und ciao ciao Tempel. So, wir sind jetzt hier in der Streetfood-Straße unterwegs, inzwischen schon Nacht geworden. Es gibt alles von pinken Würsten bis irgendwas anderes, alles von wir. Ja, verbringen jetzt unseren letzten Abend, brauchen noch was zu essen, gucken wir uns mal um und es ist halt eine ganze Straße wirklich voll mit Essen, das ist unglaublich. Riesiges Festival, wo wir jetzt hier reingekommen sind. Ja, heute ist der erste Tag von einem mehrtägigen Festival, morgen fahren wir halt leider schon weg. Ja. Aber es ist ein indisches Farbfestival und es ist sehr voll. Ja. Da ist wirklich ein Stand nach dem anderen mit unterschiedlichen Sachen aus der ganzen Welt, das ist echt eigentlich super nett hier. Man kann hier einfach rumlaufen, von Stand zu Stand, sich immer wieder so ein kleines Spielchen nehmen. Was snacken, da weiterlaufen, nächsten Stand, man das nächste Essen ist schon wirklich eigentlich sehr nett. Ja, der letzte Tag ist jetzt gekommen. Wir haben unser Zimmer so gut es geht aufgeräumt und wir sind beide mal wieder vollgepackt. Jetzt heißt es Ciao sagen zu Pattaya, ein letztes Mal auf diesen Ort blicken und dann geht es für uns ja, wieder auf die Straße. Ja, es war sehr schön hier. Wir kamen ein bisschen zur Ruhe, konnten uns richtig schön ausruhen. Und ja, ich kann jetzt erstmal mit dem Bus nach Bangkok fahren. Elias kann ja, sich natürlich aufs Motorrad schwingen, vollgepackt in die Hitze. Und dann haben wir einen drastischen Plan. Ja. Wir haben uns noch nicht dazu entschieden, jetzt so mehr oder weniger einen Abbruch zu machen hier in Asien, weil wir einfach sehr viel zu tun haben. Wir müssen, die Suzuki kommen bald in Deutschland an, da müssen wir im Hafen sein. Wir müssen Ersatzmotorrad besorgen, wir müssen da wahrscheinlich TÜV, Zulassung, alles drauf haben. Wir brauchen einen neuen Pass, unser Pass ist voll. Das heißt, wir müssen nach Deutschland und wir haben uns das nochmal Thailand und alles angeschaut auf dem Weg. Es ist halt wirklich schwer, an diese abgelegenen Orte zu kommen, wenn man halt kein Motorrad hat, also mit dem Bus überall hinfahren muss. Plus ist es auch noch richtig teuer. Das heißt, wir werden jetzt keine Zeit mehr verlieren, wir wollen die Honda so schnell wie möglich verschiffen. Das heißt, es sind jetzt 1600 Kilometer nach Malaysia. Die wollen wir jetzt so schnell fahren, wie es geht. Abhauen, Strich unter Asien machen. Ja, ich meine, wir haben hier auch viel Zeit verbracht. Wir waren auch ein bisschen in Thailand unterwegs. Jetzt ist halt einfach die Zeit abgelaufen. Wir müssen einfach weiterkommen. Ja, uns haben zu viele Probleme eingeholt, jetzt auch mit dem kaputten Motorrad, mit dem Pass und dass halt die Suzuki jetzt am Hafen ankommt. Und dass wir auch ein Ersatzmotorrad brauchen, weil es so länger natürlich, wenn wir jetzt die Honda verschiffen oder was anschauen, dann kommt es natürlich auch viel zu spät nach Amerika an. Das ist jetzt alles von der Planung her kompliziert. Wir sind auch ein bisschen müde von hier und es ist halt kaum möglich, mit dem Bus an die ganzen Orte zu kommen, wo ich mit dem Motorrad rankommen will. Plus es wäre halt auch bestimmt doppelt bis dreimal so teuer, mit dem Bus zickzack zuck durch die ganze Gegend zu fahren, wie einmal straight nach Malaysia rüber. Ja, deswegen geht es jetzt los, auf getrennten Weg, 1600 Kilometer und dann sehen wir uns irgendwann in Malaysia wahrscheinlich wieder. Wahrscheinlich, ja. Mal schauen, das ist auf jeden Fall unser Plan, jetzt ganz schnell nach Malaysia.